Früher habe ich immer gedacht, dass Leute, die so lange Velo fahren, wahrscheinlich nicht ganz richtig im Kopf sind. Aber es übt irgendwie auch so eine Faszination auf mich aus, mit dem Velo so eine lange Distanz zu fahren, von A nach B. Man startet irgendwo und eigentlich kann man sich gar nicht vorstellen, so weit und so lang im Sattel zu sitzen. Und man steuert einfach so ein Ziel an. Und seit ich das erste Mal gemacht habe, wollte ich es irgendwie immer wieder machen. Also mit dem Velo quer durch die Schweiz fahren bzw. quer durch die Alpen. Von St. Moritz bis zum Matterhorn, das habe ich mir schon länger überlegt. Und als ich von der Glacier Bike Tour gehört habe, eine Veloroute inspiriert vom Glacier Express, hat es mich gepackt. So Vorhaben, die ich mir irgendwie zutraue, aber gleich nicht so ganz vorstellen kann, dass ich das überhaupt kann, bringt mich so meine eigenen Grenzen. Und meistens so ein bisschen ungemütliche Situationen. Und durch die nachher durchzukämpfen oder die zu überwinden, das ist so etwas, da fühle ich mich einfach so sehr lebendig. Geile! Wunderbar! Wir sehen es beim Schokibrötchen. Richtig kalt. Ach, da kann man drinnen sitzen. Das habe ich mich gefreut, seit ich abgefahren bin. Stehe ich jetzt hier vor dem alten Schein. Weißt du, und der ist zu. Und ich habe nie geschaut, ob es irgendeine Sperrung drauf hat. Ist der passierbar auf eigene Gefahr? Dann fahre ich jetzt die Strasse ab und fahre durch den Tunnel und gehe so nachher unten weiter. Hey, ja, merci und bis bald. Tschüss, Marina. Ciao. Wenn Marina sagt, es ist absolut nicht passierbar, dann glaube ich das sogar. Ja, jetzt glaube ich, muss ich improvisieren. Ich fahre die Strasse ab, aussen durch und komme nachher unten in die Hausis wieder auf die Route. Ja. Scheisst ein bisschen an. Ich habe ein bisschen den Wurm drin. Wegen? Ja, der blöde Weg. Felssturz. Jetzt ist das, was ich mir die letzten sechs Stunden darauf gefreut habe. Da sehe ich jetzt gerade runter. Hey, dann ziehst du dich zu. Durch eine glückliche Fügung hat Casa Caminada ihre Tore für mich geöffnet. Und ja, ich durfte Gaumenfreude genießen und habe einen Kaffee bekommen. Ich habe sicher länger Pause gemacht, als ich es auch geplant hatte, aber in diesem Moment habe ich das irgendwie gebraucht, um neue Energie zu schöpfen.
so steil, kein Fahrtwind, gefühlt 30 Grad. Es war fast ein bisschen unerträglich. Nach Valentas, als ich in die Stiege gefahren bin, habe ich mich richtig schlecht gefühlt. Und nachher habe ich ein bisschen gekämpft, aber ich habe gesehen, auch auf dem Powermeter, dass ich einfach keinen Druck mehr auf das Pedal bringe. Dann habe ich mich ein bisschen probiert zu quälen, aber es ist nicht so gegangen. Dann habe ich angehalten und einen Koffeinshot reingehauen. Und jetzt geht es mir wieder gut, dafür habe ich Herzrasen. 4669 Höhenmeter habe ich schon gemacht. Und 170 Kilometer. Das ist ein bisschen deprimierend, weil Kilometer habe ich nämlich noch nicht die Hälfte. Aber gleich. Ich habe noch Schnaps dabei. Aber den gibt es noch nicht. Das Geheimnis des Notfallschnaps ist, wir haben ihn dabei. Und in dem Moment, wo ich mich frage, ist es so schlimm oder so hart, dass ich Schnaps brauche, und meine Antwort ist nein, ist es eigentlich schon gar nicht mehr so schlimm. Und darum ist das Geheimnis des Schnaps, dass ich ihn dabei habe, dass ich ihn aber auch eben nicht brauche. Ich bin halt in das Gewitter reingefahren. Zuerst hat es ein bisschen geregnet, irgendwann hat es halt immer wie stärker geregnet. Und dann habe ich so eine Garage gesehen. Und dann bin ich dort am Boden gehockt. Und so nach gefühlt 15 Minuten bin ich dann weitergefahren und dachte, ich fahre jetzt zumindest mal nach diesem dies. Und dort ist wahrscheinlich halt noch ein Restaurant oder irgendetwas offen, wo ich schnell reinsitzen kann und sozusagen Strategieanpassungen machen. Ich habe noch zwei Alpenpässe über 2000 Meter und dort ist in der Abfahrt, wenn ich nass bin, einfach so kalt. Die Strassen sind nass, das macht mir ein bisschen Angst. Kalt habe ich auch, aber ich fahre jetzt einfach mal weiter und schaue vorzu. Und wenn ich irgendetwas finde, um 2 Stunden zu schlafen, dann mache ich das. Aber es muss trocken sein und vor allem warm. Und sonst, glaube ich, ist das Beste einfach weiterfahren. Aber jetzt habe ich so richtig kalt. Es ist ein sehr schmaler Grad von, wann ist man krass und wann ist man einfach nur noch dumm. Weil über einen Alpenpass zu fahren, in einem Gewitter, ja, das ist zu keiner Jahreszeit und zu keiner Tageszeit einfach eine gute Idee. Fünf Minuten später habe ich mich umentschlossen, weil ich das mega coolen Schopf hier gesehen habe. Und jetzt lege ich trockene Kleider an und probiere hier mal 3 Stunden zu schlafen. Und nachher ist die Hoffnung, dass ich zumindest am Vorkant trockene Strassen habe. Das Projekt begraben zu Sonnenaufgang in Zermatt. Dafür bin ich zu Sonnenaufgang auf dem Vorkant. Ist auch schön. In diesem Moment bin ich wirklich so richtig fest enttäuscht gewesen. Ich war, glaube ich, schon fast 15 Stunden unterwegs gewesen, zu dem Zeitpunkt, als ich realisiert habe, ich schaffe es nicht, in 24 Stunden in Zermatt zu sein. Ich muss meinen Traum begraben, aber ich bin nicht gleich in einer Stunde dort. Ich habe noch so viel vor mir. Der Oberalp ist noch gekommen, der Furka ist noch gekommen, die Schlusssteigung nach Zermatt ist noch gekommen. Und das musste ich alles ja noch bewältigen, im Wissen, ich schaffe es nicht.
war richtig her hier oben. Ich musste mich so zusammenreißen, dass ich gefahren bin und nicht einfach das Velo geschoben. Also ich muss sagen, der Oberalpass ist wirklich das ungemütlichste und das unbequemste am ganzen Trip. Es hatte so dicken Nebel, dass es sich eigentlich angefühlt hat wie Regen. Und dann ist es so hinten rauf, alles über Kies, sehr, sehr steil auf der Oberalp rauf. Und ich bin halt oben angekommen und war flotschnass. Falls ich das hier einmal wieder mache, dann bringe ich noch 2 Gänge mit. Handschale mit feuchten Händen ist auch nicht dabei. Das gleich quasi gar nicht. Schon ziemlich kalt. Nicht gefährlich kalt, aber schon sehr kalt. Und es macht mir schon ein bisschen Sorgen, dass der nächste Pass noch 500 Höhenmeter höher geht. Irgendwie verändert sich die Wahrnehmung von Raum und Zeit und auch die Wahrnehmung von was ist Herd und Schmerz. Wenn ich dann in dem Moment drin bin, wo es unbequem wird, dann habe ich das Gefühl, dann ist eigentlich das Beste, was ich machen kann, ist in das Eintauchen, im Bewusstsein, dass das einfach dazugehört und dass es irgendwann auch wieder vorbeigeht. Es sind noch 1800 Höhenmeter ins Ziel. Und 107 Kilometer. Der geht noch. Meilenstein, Furka-Pass, 2450 Meter. Jetzt habe ich noch warm. Jetzt muss ich mich warm anlegen, weil die Abfahrt ist lang. Und unbedingt etwas essen, weil damit mein Körper heizen kann. Das ist so wie bei einem Feuer. Muss man zwischenzeitlich immer wieder mal etwas nachladen. Das ganze Gomsab bis Fisch, das ist lang, also viele Kilometer, aber praktisch keine Höhenmeter. Und dort hatte ich eigentlich wie permanent gute Laune gehabt, weil es war einfach schön Wetter war. Es ist graut und mir ist es gut gegangen. Ich habe nicht mehr in einer Bäckerei angehalten. Es ist einfach gute Laune. Irgendwann war ich in Fisch und von dort geht es halt bis Zermatt einfach nur einmal rauf. Und dann muss ich sagen, habe ich einen grossen Fehler gemacht, ich habe mich verrechnet. Durch das, als ich halt die Umfahrung machen musste beim Altschien, habe ich dort eigentlich viel mehr Kilometer gemacht oder auf dem Tacho gehabt. Und irgendwie ist halt eben der Weg von Visp nach Zermatt viel länger gewesen, als ich das gemeint habe. Und obwohl ich wirklich nicht mehr mögen und obwohl ich Nackenweh und Knieweh und eigentlich auch gar keine Lust mehr, habe ich halt gleich einen Pedaltritt nach dem anderen gemacht, bis ich schlussendlich in Zermatt war. Aber es ist schon mega toll, wenn du das ganze Tal auffährst und du siehst immer das kleine Matterhorn an. Dann biegst du auf Zermatt ein und plötzlich macht es BOOM! Und dann ist dort das Matterhorn. Und heute kein Wölkchen. Da sind die nur gerade vom Vorkant der Regen von gestern eigentlich schon lange wieder vergessen. Jetzt trinken wir eins aufs Matterhorn. Prost!
Ja, komm. Schnäpsli geht immer.